Hi Leute, und ich sehe es doch glattwegs schon wieder in euren Gesichtern. Oh, schon wieder so ein Balkonkraftwerkspeicher. Aber nein, das ist nicht nur einfach ein ganz normaler Balkonkraftwerkspeicher, das ist der neue Chrono. Und was hier hinter dem Teil steckt, denn das ist ein komplettes, intelligentes Energiemanagementsystem. Und was das System alles so leisten kann, schauen wir uns einfach mal hier in diesem Video etwas näher an. Schauen wir uns also mal kurz an, was wir hier stehen haben. Das System besteht im Kern aus 3 Bausteinen. Zum einen haben wir hier Lyra, das ist eigentlich der Speicher, der Kern, das ist die Hardware, wo eigentlich der Strom reingeht. Als nächste Grundkomponente haben wir AirMesh, das ist quasi die drahtlose Vernetzung. Und als letztes haben wir den Chrono X, das ist quasi die KI-Steuerung, die alles regelt. Wir haben hier also nicht nur einen dummen Akku, sondern ein Gesamtsystem, das hier ordentlich miteinander kommuniziert. Schauen wir uns als erstes mal das Gerät etwas näher an. Ihr seht, die Bauweise ist äußerst kompakt. Wir haben hier ungefähr 45 cm Höhe, 26 cm Breite und 26 cm Tiefe. Natürlich nur circa am Maß auf einen Millimeter wollen wir mal nicht gehen. Und ihr seht, es ist schon sehr kompakt aufgebaut. Äußerst robust verarbeitet, schönes Metallgehäuse. Hier vorne eine klare Optik, sehr edles Design. Dann drehen wir das Gerät auf die Seite und hier seht ihr die wichtigsten Anschlüsse. Wichtig, die Anschlüsse wurden sehr kompakt gehalten, dadurch brauchen wir sehr wenig Platz. Wir haben hier unten unsere beiden PV-Inputs. Diese PV-Inputs werden hier über diese Adapter gelöst. Das heißt, dadurch haben wir hier Platz gespart am Gerät, bringen hier quasi diese Adapter einfach nur ein und können so hier unsere PV-Strings anschließen. Das heißt, hier haben wir dementsprechend die Möglichkeit, bis zu 4 Module direkt anzuschließen. Hier oben haben wir unseren COM-Anschluss, den mache ich einfach mal auf. Ganz wichtig, den RJ45-Anschluss, den wir hier sehen, ist kein Netzwerkanschluss, das ist ein COM-Anschluss. Hier können 2 Geräte miteinander kommunizieren und auch so gekoppelt werden. Direkt darüber befindet sich der On-Off-Schalter und ganz wichtig, hier unten ein Überdruckventil. Das sollten heutige Speicher auch alle mitbringen. Dann drehen wir mal auf die Rückseite. Hier seht ihr sofort unseren Grid-Anschluss. Ich löse den hier einfach mal und hier können wir unseren Stecker anbringen, unseren 230 Volt Stecker einfach hier aufstecken und schon sind wir bereit für die Installation in die ganz normale Schuko Steckdose. Was hier eine Besonderheit ist, die mir sehr gut bei dem Gerät gleich vorneweg gefällt, sind hier diese beiden direkten Anschlüsse. Das heißt, wir können hier direkt Geräte anschließen und hier direkt Strom aus unserem Speicher herausziehen. Ganz wichtig, diese beiden Steckdosen lassen sich direkt am Gerät ein- und ausschalten. Das haben einfach heutzutage immer noch viele Hersteller nicht auf dem Schirm. Hier muss man jedes Mal eine App nehmen, muss die Geräte ein- und Geräte ausschalten. Hier kann man das ganz einfach haptisch mit einem ganz normalen Schalter lösen. Dann drehen wir das Gerät nochmal um. Hier haben wir die wichtigsten technischen Spezifikationen und Hinweise und ganz hier unten auch die Möglichkeit, das Gerät nochmal zu erden. Beginnen wir als erstes mit der Inbetriebnahme. Ich habe ja jetzt hier gerade eben alles zusammengesteckt und ihr seht, das System hat natürlich sofort erkannt, dass es mit PV-Modulen verbunden ist und hier auch am Stromnetz sich befindet. Das heißt, es fährt selbstständig hoch. Bei der Installation des Speichers achtet bitte darauf, dass ihr die Vorschriften der VDE einhaltet und natürlich die Vorschriften für geltende Balkonkraftwerke dementsprechend auch einhaltet. Somit seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Wir haben jetzt das System hochgefahren und wollen es einfach mal mit der App schnell verbinden. Mal schauen, wie einfach das ist. Woher bekommt ihr die App? Die findet ihr ganz normal im App Store oder hier auf der Bedienungsanleitung einfach den QR-Code einscannen. Ich für meinen Teil würde die App direkt im App Store suchen, so seid ihr immer auf der sichersten Seite. Ladet sie einfach mal herunter und schon kann es losgehen. Haben wir die App installiert, verbinden wir uns einfach mit dem Gerät. Das geht ganz einfach über den Startbildschirm. Hier habt ihr in der Regel irgendwo eine kleine Plus-Taste. Da klicken wir einfach mal drauf und fügen das Gerät hinzu. Das können wir über den QR-Code machen, der auf dem Gerät ist, oder wir suchen einfach mal nach dem Gerät. Ihr seht, innerhalb von wenigen Sekunden wurde es schon gefunden. Wir klicken einfach drauf, verbinden es einfach mit einem Heimnetzwerk von uns, mit unserem LAN oder WLAN in diesem Fall. Wir gehen ja über WLAN und klicken auf Weiter. Jetzt wird das Gerät einfach hinzugefügt. Und schon taucht es in der App auf. Ganz wichtig, ich sehe hier sofort auch ein Update für das Gerät. Das sollte man natürlich während des Installationsprozesses dann auch gleich ziehen, sodass ihr immer schön auf dem neuesten Stand seid. Den kompletten Installationsprozess werde ich euch jetzt hier nicht zeigen. Das ist eigentlich in der App ziemlich gut gelöst. Damit müsste jeder klarkommen. Einen Punkt möchte ich aber noch hinzufügen. Wir brauchen unbedingt einen
ja, smarten Stromzähler, um hier das volle Potenzial auszuschöpfen. Ganz wichtig, ich habe hier noch einen Prototyp auf dem Tisch stehen. Das heißt, hier könnten noch nicht alle Funktionen eventuell verfügbar sein. Deswegen bitte ich euch hier nochmal um Nachsicht. Ich möchte aber mal schnell mit euch einen smarten Stromzähler verbinden. Wir sehen, die Installation ist abgeschlossen. Ich bin schon in der Oberfläche des Gerätes und hier unten haben wir den Punkt Einstellungen. Da klicken wir mal drauf. Neben den Standardeinstellungen, die wir hier alle konfigurieren können, gibt es einen wichtigen Punkt, nämlich intelligenten Zähler hinzufügen. Da klicken wir mal drauf und hier seht ihr die kompatible Zählerliste. Hier sehen wir die vom Hersteller vorgegebenen Geräte oder angebotenen Geräte. Ich habe aber hier den Shelly Smart Meter, also klicke ich einfach drauf und hier wird dann eigentlich schön erklärt, wie das hinzugefügt werden muss. Hier wird nach den Geräten gesucht. Ihr könnt diese aber auch manuell hinzufügen, indem ihr hier einfach die IP-Adresse des Smart Meters eingebt. Und damit ist das eigentlich auch ganz schnell abgeschlossen. Ihr seht, wir sind verbunden und es funktioniert. Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich euch an der Stelle auch nochmal mitgeben. Wenn ich hier noch unten scrolle, neben den vielen Möglichkeiten, die wir hier einstellen können, finden wir hier nämlich noch einen Punkt Steuerung von Drittanbietern. Ich klicke mal auf das i und hier seht ihr eigentlich schon, worauf ich hinaus will. Hier kann das System auch zum Beispiel mit Home Assistent genutzt werden. Wenn wir das hier freigeben, könnt ihr hier auch über Home Assistent das System integrieren und dann auslesen und so weiter und so fort. Nur so als kleine Schmankerl obendrauf. Das ist nämlich auch eine schöne Zusatzfunktion. Jetzt haben wir eigentlich alles soweit laufen. Gehen wir also mal zurück. Unter Geräte findet ihr alle hier gekoppelten Geräte. Wichtig, wir können auch weitere Geräte hier noch hinzufügen, wie smarte Steckdosen oder andere kompatible Geräte. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und unter der Startseite haben wir jetzt hier einen schönen Bildschirm. Hier sehen wir nämlich alles auf einen Blick. Ihr seht, ich habe gerade einen aktuell sehr hohen Stromverbrauch. Hier laufen, weil hier alles läuft, meine Server, meine Rechner, alles läuft hier voll Dampf. Solar, tja, heute ist schwer bewölkt, sonst war es sehr sonnig. Heute läuft leider hier nicht viel und der Speicher ist bei 29% geladen. Jetzt gibt es diverse Modis, die könnt ihr hier nochmal auswählen. Wir klicken mal auf die Modis. Wir haben einen zeitabhängigen Modus. Hier könnt ihr dann eure Stromtarife eingeben, dann Laden, Entladen konfigurieren oder eure Zeitmodelle, dann auch dementsprechend eure dynamische Stromtarife mit berücksichtigen. Dann haben wir den Eigenverbrauchsmodus, das ist eigentlich der Standardmodus, der oftmals verwendet wird. Hier kann man den Eigenverbrauch konfigurieren oder dann natürlich auch mit dem Stromzähler zusammen arbeiten. Und dann haben wir hier noch die KI-Strategie. Das ist natürlich eine sehr feine Geschichte. Hier kann man die KI nochmal drüber schauen lassen, kann die Tarife eintragen, dann den Standort genau definieren und dann greift die KI natürlich ein, kann punktgenau über den Smart Meter auslesen, wann hier welche Energie verbraucht wird und das Gerät kann dann punktuell gegensteuern und wichtig, die KI kann natürlich ein bisschen vorausberechnen und kann dann eventuell dementsprechend den Speicher gemanagt laden, sodass wir hier die optimalste Nutzung herausnehmen können. Ich aktiviere das jetzt einfach mal. Jetzt haben wir hier die KI-Steuerung gestartet oder mehr zu sagen, jetzt müssen wir es hier noch einschalten und dann müsste sie auch laufen. Einen wichtigen Punkt möchte ich aber noch mal hinzufügen. Wie gesagt, ich habe hier noch ein Vorserienmodell. Das heißt, hier sind noch nicht alle Funktionen voll verfügbar. Und ihr seht, ich habe hier oben 2,8 kW Last im Haus, aber der Speicher gibt nichts dazu. Das heißt, hier wird der Smart Meter zwar erkannt, aber kann wahrscheinlich noch nicht ausgelesen werden. Ich gehe jetzt mal hier in den Eigenverbrauchsmodus. Normalerweise in der Bedienungsanleitung, die ich mir angeschaut habe, war hier unten jetzt ein Punkt, dass ich den smarten Zähler hinzufügen kann. Geht nicht, auch bei der KI-Strategie kann ich den nicht hinzufügen. Der ist bei mir wahrscheinlich noch nicht in der App freigeschaltet. Wir gehen mal direkt auf Gerät und gehen mal hier in den Modus. Ja, hier kann ich auch nur den Grundlastmodus wählen, aber nicht meinen Smart Meter. Das heißt, hier muss die App noch nachgerüstet werden oder nachgereicht werden. Aber wie gesagt, ich habe hier ein Vorserienmodell. Da kann das durchaus sein, dass diese Funktion noch nicht verfügbar ist. Kommen wir dann zu einem weiteren Punkt, den ich euch auch noch mitgeben will. Das finde ich nämlich eine sehr gute Funktion. Das ist Air Mesh. Das heißt, wir können hier drahtlos Geräte mit dem Speicher, mit dem Chrono verbinden. Das ist auch ein Markenzeichen dieser Firma, denn das geht hier tadellos. Bis zu 10 weitere Geräte können hier drahtlos mit verbunden werden. Ich habe hier einfach mal so ein paar Smart Plugs mitgebracht. Das können natürlich auch andere Geräte sein. Diese sind Tyan oder Smart Life kompatibel und diese möchte ich jetzt einfach mal mit dem Speicher verbinden. Wie geht das? Wir richten das ganz normal ein, wie wir das von den anderen Apps auch gewöhnt sind. Wir nehmen jetzt einfach mal so einen Smart Plug. Ich stecke es hier in die Steckdose hinein. Wichtig, achte darauf, dass das Smart Plug in den Kopplungsmodus versetzt ist. In diesem Fall wäre das einfach hier lang die Power-Taste drücken, aber das steht ja in der Bedienungsanleitung des Gerätes drin. Und befinden uns in der App, ihr seht es hier unter dem Reiter Geräte. Jetzt wollen wir einfach mal weitere Geräte hinzufügen, indem ich einfach mal Plus drücke und ein neues Gerät hinzufüge.
Und ihr seht, die WLAN-Steckdose, die ich hier reingesteckt habe, wurde sofort gefunden. Und ganz wichtig, ihr habt das gerade gelesen, zu den Datenquellen hinzufügen. Das heißt, diese smarte Steckdose ist auch in der Lage, den Stromverbrauch zu messen in beide Richtungen. Das heißt, ich kann sie hier sogar hinzufügen und kann so auch noch Stromverbräuche erfassen oder dann hier natürlich auch in meine Regeln mit einbauen. Wir haben das jetzt hier mit zugefügt und schon seht ihr sie hier in meiner Liste. Das funktioniert natürlich mit 10 weiteren Geräten auch. Das heißt, ich stecke jetzt einfach mal eine zweite Steckdose hier rein. Wir machen das nochmal im Schnelldurchlauf. Ich setze diese zurück oder bringe diese in den Verbindungskopplungsmodus. Und voilà, schon haben wir 2 Geräte hier mit unserem Speicher direkt verbunden. Das ist ganz wichtig, direkt. Wir brauchen keine Zweit-App, wir brauchen keine zusätzliche Verbindung oder irgendwelche zusätzlichen Geräte, die hierfür erforderlich sind. Das heißt, diese Plugs kommunizieren nun direkt mit meinem Speicher, können direkt von meinem Speicher angesteuert werden und können natürlich auch wie eine Smart Home Anlage genutzt werden. Denn hier können wir auch dementsprechend richtige Programme erstellen, richtige Regeln, zum Beispiel eine Wenn-Dann-Regel erstellen. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Ich zeige es euch einfach mal. Um euch das einfach mal zu verdeutlichen, geht ihr hier unten in Strategie, geht auf Szene erstellen und jetzt können wir diverse Szenen erstellen. Ihr seht, wir können Wenn-Dann-Szenen erstellen, Zeitpläne, wetterabhängige Geschichten, das ist auch schön. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt ein Tornado oder ein Sturm, ich klicke mal hier drauf, blüht, also hier könnt ihr das hier aussuchen, bitte den Speicher vorher vollladen aus dem Netz oder aus Solar, was auch immer zur Verfügung steht und können dann solche Regeln bauen. Aber wir machen mal eine ganz einfache Regelung, nur damit ihr das gesehen habt. Ich mache mal eine ganz normale Wenn-Dann-Regel, das heißt, wir wählen hier den Speicher aus. Wenn dieser größer als, sagen wir mal, 70% gefüllt ist, soll dann eine meiner Steckdosen hier einschalten und den Strom verbrauchen. Das macht Sinn, wenn dann hier zum Beispiel der überschüssige Strom ins Netz abgeht oder eure Systeme runterfahren und ihr den Strom gar nicht nutzt, können wir natürlich Folgendes eingeben. Wir haben jetzt hier 70% Speicher, dann soll, weiß ich, eine Waschmaschine angehen, ein Rasensprenger oder sonst irgendwas, was Strom verbraucht. Das wählen wir einfach an, dann soll das passieren. Einzelgerät steuern, Gerät hinzufügen. Nehmen wir die eine Steckdose. Wir wollen diese schalten auf ein, bestätigen. Und das heißt, wenn wir jetzt hier einen Speicherstand von 70% erreicht haben, wenn er sich auflädt, schaltet dann diese Steckdose ein. Dann sind natürlich auch die technischen Daten recht interessant. Ich blende sie euch einfach nochmal hier drüben ein. Ihr seht, wir haben hier A+-Zellen mit 10 Jahren Garantie. Das ist natürlich eine Hausnummer, die hier der Hersteller vorgibt. Wir haben einen 1500 Watt Inverter mit einer USV-Funktion hinten, die auch wirklich nahtlos funktioniert. Wenn ihr wollt, kann ich hierzu auch nochmal ein Video machen, aber das klappt astrein. Außerdem hat der Inverter auch nochmal einen Ultra Boost mit einer Spitzenleistung von 3000 Watt. Ganz wichtig zu erwähnen, das System ist natürlich auch erweiterbar. Das heißt, ihr könnt hier mehrere Einheiten dazu kaufen und könnt natürlich dann auch die PV-Anschlüsse nutzen. Somit können wir auch uns eine große Anlage bauen. Hier wären 10 Einheiten kombinierbar. Das würde für euch bedeuten, bis zu 25,6 kWh Speicherkapazität und Anschlussleistung wären wir dann bei 15 kWh. Das wäre schon eine richtig große PV-Anlage. Und natürlich der Preis, der ist ja auch nochmal ausschlaggebend. Dieses Gerät ist natürlich deutlich günstiger als viele Konkurrenzprodukte, was auch hier den Einstieg deutlich erleichtert und natürlich auch die Rentabilität für euch interessanter macht. Denn somit hat man dieses System deutlich schneller wieder rentabel zurückgeholt, als wenn man sich eine deutlich teurere Anlage für 1000 oder 2000 Euro von einem Konkurrenzsystem holt und dann hier diese eventuell nie wieder zurückfinanziert bekommt. So, das wäre es dann auch schon wieder zum Ende des Videos gewesen. Ganz wichtig, wenn ihr euch für das System interessiert, stellt mir doch mal oder schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare, ob das vielleicht was für euch war. Und wenn ihr es sucht, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links und Bezugsquellen zu diesem Gerät. Damit bin ich jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Marc auf YouTube.